Worauf können sich die Zuschauer bei Barbaren freuen? Ich glaube, die Zuschauer können sich bei Barbaren auf ganz viel freuen. Ich glaube, auf Herz, auf Blut, auf Abenteuer und vor allen Dingen auf Spannung. Also echte Gefühle und tolle Cliffhanger, glaube ich. Ich muss sagen, die Serie, die ist wahnsinnig intensiv und sehr, sehr bildgewaltig und sehr, was soll ich sagen? Also die hat mich teilweise wirklich fertig gemacht. Sehr Und ich gut. habe mich jedes Mal gefragt, boah, wie waren die Dreharbeiten eigentlich? Weil deine Rolle, die ist ja auch schon sehr, sehr stark. Du spielst eine starke Frau, die an ihre körperlichen Grenzen geht. Und ich hatte auch ganz oft das Gefühl, schauspielerisch musstest du echt eine ganze Menge leisten. Mhm. Ähm, Wie war das eigentlich für dich? Also ich muss sagen, die Rolle war für mich bisher auch die Rolle mit der größten Herausforderung. Also erstmal musste ich mich ja in die Materie einarbeiten und dann war natürlich auch schauspielerisch und emotional total viel zu spielen. Das heißt, ich bin wirklich an meine Grenzen gegangen, auch emotional und körperlich, auch mit den Kampfszenen. Und ich hatte vorher Personal Training und habe eigentlich meinen Körper erstmal richtig in Form gebracht und Kampftraining. Und also auch die Vorbereitung für die Rolle war super intensiv. Und die Dreharbeiten selbst waren dann eigentlich auch ähnlich intensiv. Aber es war so schön, das dann alles rauszulassen und das dann in dem Moment halt so richtig zu spüren und diese ganze Vorbereitung einfach mal aus dem Körper hinausfließen zu lassen. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Nun spielt ja Barbaren 9 Jahre nach Christus Ja. und bezieht sich ja auch tatsächlich auf die Varusschlacht, die die Römer ja auch als Varus-Niederlage bezeichnen. Man weiß ja nicht so viel, also die Wahrscheinlichkeit, dass es Tusnelda in der Form, wie du sie dargestellt hast, in Wirklichkeit gab, ist ja eher gering. Wie war es für dich, als du das Drehbuch gelesen hast und gesehen hast, wow, eigentlich ist deine Figur die Figur, die das Ganze trägt? Mhm. Und wie wichtig ist das für heute, für unsere heutige Zeit? Ich glaube, das ist total wichtig und ich habe mich so unendlich gefreut darüber, dass die Geschichte eine starke Frau erzählt. Und zwar stark nicht nur in dem Sinne, dass sie sich nicht traut, Gefühle zu zeigen oder sowas, sondern ganz im Gegenteil. Sie ist einfach sie selber und sie ist stark, weil sie den Mund aufmacht, weil sie etwas sagt, weil sie sich nicht fremdbestimmen lässt und vor allen Dingen nicht von den Männern fremdbestimmen lässt. Und was ich so schön fand, ist, ich glaube, Geschichten werden ganz oft irgendwie einseitig erzählt, so wie ja, vielleicht die in der klassischen Literatur, die meisten Autoren, die man kennt, das sind männliche, aber es gab damals wahrscheinlich auch viele Frauen, die interessante Geschichten erzählt haben, aber das weiß man jetzt heute vielleicht so gar nicht. Und das heißt, es kann Tusnelda durchaus so gegeben haben, aber es wurde halt nie aufgeschrieben und deswegen wissen wir das heute nicht. Das steht in unseren Geschichtsbüchern so nicht drin, aber das kann natürlich sein. Also Tusnelda war ja tatsächlich auch die Frau von Arminius irgendwann historisch. Ähm, ja, aber ich habe mich sehr gefreut, dass wir die Geschichte einfach mal ein bisschen anders erzählen. Du hast gerade erwähnt, dass, also ich finde das total interessant, weil ich auch ganz oft Diskussionen darüber führe. Was ist eigentlich eine starke Frau? Ganz oft wird sie im Film oder also dargestellt mit männlichen Zügen, Ja, was ja überhaupt nicht unbedingt so sein muss. Was ist für dich die Definition einer starken Frau? die Frage finde ich super. Ich glaube, eine starke Frau ist einfach eine Frau, die sich nicht dominieren lässt, die selber weiß, was sie möchte und dazu einsteht. Also die für die Dinge einsteht, für ihre Überzeugung einsteht und die sich genauso wie ein starker Mann ist für mich nicht ein Mann, der keine Emotionen zeigt, sondern ein starker Mann ist jemand, der zu sich selbst steht. Und ich glaube, Stärke ist immer, wenn man zu sich selbst steht und genau, und das tut Tusnelda auf jeden Fall in der Serie zum Beispiel. Da waren so ein paar Szenen, bei denen habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt. Ne? Und wo die halt auch, du hattest Tränen in den Augen, du hast rumgebrüllt. Ich glaube, ich habe noch nie eine Produktion gesehen, in der so viel geschrien wurde und so viel nach außen hin irgendwie gemacht wurde. Was war für dich so die krasseste Szene, die du machen musstest? Ich glaube, dass es generell eine ganz neue Art von Spiel war,
weil ganz oft, und das ist aber auch das historische Genre, was das ermöglicht, dass man vielleicht äußerlicher und größer werden darf und nicht so reduziert spielt. Was, glaube ich, auch ganz schön ist, weil gerade das hat, glaube ich, die Zeit auch ausgemacht, dass wir so leidenschaftlich und vielleicht auch so äußerlich leidenschaftlich waren. Und für mich war, glaube ich, die Szene, die man auch im Trailer sehen kann, wo ich diesen Cut am Auge habe. Spoiler Alert. Die war super, super intensiv für mich. Also ich habe probiert, mir vorzustellen, wie das wohl ist, wenn man sich so etwas selber antut. Wie sind die Schmerzen? Wie geht man damit um? Gleichzeitig ist die Situation ja, also meine Rolle steht ja unter hohem Druck auch gerade. Und ich habe vor der Szene wirklich hyperventiliert und probiert, mich in diese Situation hineinzufühlen. Und ja, ich glaube, man sieht auch am Ende, man sieht total, dass meine Unterlippe zittert die ganze Zeit währenddessen. Und ich war total fertig. Also diese Szene hat mich gekillt. Ich war wirklich danach, ja. Aber ich war auch glücklich, dass ich das jetzt hinter mir habe und dass ich das irgendwie in der Sekunde rauslassen konnte. Und du hast das super gemacht. Und unser Interview ist auch schon wieder vorbei. Mensch, wie schade. Ja, aber vielen Dank. Du hast einen großartigen Job gemacht. Dankeschön.